Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Endlich mal wieder. Ich weiß gar nicht, wie lange das letzte Video her ist. Ich glaube, es war kurz nachdem ich das Lusagas Christie Jojo gekauft hatte. Oder kurz bevor ich es in Gold umgewandelt habe. Das ist auf jeden Fall schon eine Weile her. Und ja, wird mal wieder Zeit für ein Update. Häufen sich auch tatsächlich langsam die Fragen, was denn überhaupt noch so die Ziele sind, wofür ich überhaupt noch spiele und so weiter und so fort. Und das ist immer ein guter Indikator dafür, dass mal wieder Zeit für so ein Video gekommen ist. Und ja, equipment-technisch hat sich eigentlich nichts geändert, meine Sets sind unverändert. Ja, goldenes Corena-Set plus 10, 28 ATK. Und das White-Set ist immer noch plus 9, wurde ja eigentlich auch schon mal drauf angesprochen. Warum eigentlich nur plus 9? Hat sich auch nicht geändert. Und ja, warum nur plus 9? Ganz einfach, weil du das plus 10 einfach nicht brauchst. Das Einzige, was plus 10 dazu du bekommst, ist einen Statuswert, also einmal alle Statuswerte, 1% Angriffskraft, 5% HP, 10 Treffsicherheit und 5 Blockraten. Oder irgendwie so. Das war jetzt aus dem Stehgreif. Vielleicht ist irgendein Wert etwas höher oder niedriger, als ich es gerade gesagt habe. Und der Unterschied ist schon groß, aber nicht für einen Damage-Dealer. Für einen Damage-Dealer ist es 1% ATK und alles Sets plus 1. Gegebenenfalls Treffsicherheit, falls man Probleme mit der Treffsicherheit hat. Habe ich nicht. Wenn doch, dann liegt es am Levelunterschied und nicht an der Treffgenauigkeit. Also habe ich da quasi keine Probleme. Und deswegen, vor allem muss man bedenken, wie utopisch teuer das ist. Ich meine, günstiger wäre es natürlich, sich das Fenrir-Set plus 10 einfach zu kaufen und nicht zu upgraden auf jeden Fall. Aber naja, ich upgrade eigentlich immer alles selber. Also ich würde es dann wahrscheinlich schon upgraden. Und ich sehe gerade, ich bin nicht gebufft. Warum bin ich denn nicht gebufft? Ich habe mich doch gerade eben gerebufft. Ach so, weil ich ja Master bin. Oh mein Gott, damn. Ja, das hätte ich mir sparen können. Auf jeden Fall lohnt sich das nicht. Genau, die Sachen, die ich wirklich noch angreifen wollte, waren, eigentlich wollte ich mir noch ein 10% Speedset holen. Ich habe auch keine Ahnung, was die momentan kosten. Wahrscheinlich mittlerweile über 2 Milliarden oder so. Ja, wobei, nee, so viel wahrscheinlich nicht, aber auf jeden Fall über 1 Milliarde, das ist ganz sicher. Das hatte ich mir noch überlegt. Problem, darauf komme ich gleich hier nochmal zu sprechen, was grundsätzlich überhaupt das Problem auf dem Server momentan ist, oder generell. Hat sich nicht wirklich geändert eigentlich seit dem letzten Video. Aber auf jeden Fall, ja, 10% Speedset wäre eine Sache und natürlich endlich das Schmuckset fertig bekommen. Ihr seht, ich laufe immer noch mit einer Pura-Necklace rum. Das hat aber bald ein Ende tatsächlich. Also ich habe jetzt hier 294 Fragmente und werde dann erstmal meinen Ring umtauschen. Ich habe nämlich einen Clean-Ring, einen Ohrring plus 5 und Earring und Ring plus 4. Werde noch den Ring. Ich habe jetzt 800 irgendwas Staub. Wenn ich den Ring zerstöre, kriege ich gleich 79, weil abgerundet wird, ist auch so bescheuert irgendwie. Kriege ich gleich 79 zurück, also ich brauche jetzt noch so 80, 90 Staub, also hoffentlich hat sich das bald erledigt. Paar Tage, wenn es gut läuft. Wenn ein guter Drop dabei ist, vielleicht nur einen Tag. Könnte also jederzeit soweit sein. Und dann tausche ich den auch gegen einen plus 4er aus. Hat aber mit den Fragmenten nichts zu tun. Ich habe aktuell nicht genug Fragmente für eine Necklace. Und die Fragmente, die ich für den Ring verliere, tut zwar ein bisschen weh, sind gleich auch 48 Stück. Aber ja, daran scheitert es nicht, sondern es scheitert einfach daran, dass ich momentan einfach noch nicht genug Fragmente habe. Und ja, also Kette clean dann natürlich und Ohrring plus 4. Und dann wäre mein Schmuck erstmal fertig. Dann habe ich schon gesagt, alle Orichalcum, die ich droppe, sei es bei Kriton oder sonst wo, hebe ich auf. Und werde immer, also was heißt immer, ich habe es jetzt legit einmal gemacht, deswegen ist auch der eine Ohrring plus 5, habe ich geupgradet und werde jetzt alle meine Orichalcum sammeln, dann halt X-Product kaufen. Ich glaube, ich habe noch ein paar Seelen gebunden, aber wenn ich dann keine mehr habe, X-Product kaufen und wenn ich so 50 habe, dann eine kleine Upgrade-Session starten und ja, hoffen, dass halt ein Teil plus 5 geht. Extra, warum kaufe ich nicht? Naja, ich habe schon Champion Set plus 5 auf Burodeng, also wo alle Teile plus 5 sind, also die Necklace, also ich habe das eigentlich schon, deswegen brauche ich es eigentlich nicht wirklich und vor allem das auf Burodeng ist ungebunden, das heißt, ich kann es auch jedem Charakter geben. Dieses Set hier wird für immer gebunden sein an den Account des Jesters, glücklicherweise nur Account gebunden, aber trotzdem wird es gebunden sein an den Account des Jesters und das ja, ist natürlich ein bisschen blöd auf jeden Fall. Das sollte man definitiv bedenken und dann ist es einfach so, dass sonst nicht viel Spielraum ist. Ja? Also ich meine, wie gesagt, 10% Speedset, Schmuck ist in der Endstation
Und dann bleibt eigentlich fast nichts mehr übrig. Also ich habe jetzt mehrere Möglichkeiten natürlich, was ich noch machen könnte. Also, man kann immer was machen, ne? Man könnte sich ein zweites noch Lusagas Crystal Jojo holen. Man könnte hier in dieses Hernes Jojo investieren. Man könnte Blessing of the Demons machen. Wobei Blessing of the Demon, wie gerade schon gesagt, würde ich dann erst mit einem 10% Speedset logischerweise machen. Weil, ich meine, klar, man kann erstmal die anderen Teile erwecken, theoretisch. Aber, ja. Langfristig für Blessing of the Demon wären natürlich die anderen beiden Teile natürlich auch noch relevant. Das heißt, da wäre das CS-Set dann grundsätzlich natürlich schon nicht schlecht, wenn man das mal hat. Aber, also theoretisch gibt es definitiv viele Möglichkeiten. Oh, mein Pad ist fast tot, habe ich ganz vergessen. Leute, habe ich gerade was verkauft? Wieso ich 79 Mio? Okay, ich habe gerade irgendwas verkauft, nice. Ja, also die Möglichkeiten sind theoretisch endlos, aber was jetzt so mein Standard-Equipment angeht, also einfach mein normales Equipment, Waffe, Sets, Schmuck, bin ich tatsächlich wirklich fast fertig in Anführungszeichen. Also für meine Verhältnisse heißt natürlich lange nicht, dass es perfekt ist oder sonst was, aber ich sollte nicht fertig sagen, weil ich sage selber immer, fertig klingt so endgültig, als wäre man wirklich fertig im Sinne von perfekt. Ich meine, klar, wenn man perfekt meint, sagt man eigentlich perfekt, aber fertig klingt irgendwie auch so, als könnte man nichts mehr machen, so ungefähr. Ja, das ist definitiv nicht der Fall, aber mit den Basics, ja, mit den Basics bin ich dann fertig, Schmuckset komplett. Und ja, dann fehlt eigentlich nur noch das CS-Set. Kommen wir zur Waffe. Bei der Waffe ist es so, ich habe aktuell 9 B-Karten und eine A-Karte. Und da ist es einfach so, warum ich das auch nicht wirklich ändern möchte, habe ich schon mal in einem letzten Video, in einem Stream-Highlight-Video gesagt, wo wir über das Update geredet haben, dass man ja nicht weiß, wie das jetzt mit dem Update wird. Wir haben immer noch keine Informationen, es ist mittlerweile August. Der Teaser kam am 24. April, wir haben literally August und haben keine Infos über irgendwas. Also es ist sehr schwierig momentan mal wieder hier irgendwie mal, ja, ein Gefühl dafür zu kriegen, wie es jetzt dann, wie gesagt, weitergeht. Man kann aber stark davon ausgehen, dass die neuen Waffen schon deutlich besser sein werden als die alten Waffen. Wie, wann, wie selten, wie teuer und was auch immer, das alles wissen wir natürlich nicht. Wann man es überhaupt tragen kann und alle Infos dazu, null Plan. Aber theoretisch kann man davon ausgehen, dass das, übrigens die Partys mit Absicht auf Level 10, weil ich lasse sie sowieso auf Level. Ich kann sie umwandeln, aber die wird jetzt eh nicht Level 40 oder 20 oder whatever. Jedenfalls, ja, bin ich jetzt gar nicht so hyped darauf. Also ich hatte ursprünglich geplant, tatsächlich A-Karten zu kaufen. Und sie da reinzuballern und sie da reinzuknattern quasi. Und das Jojo sozusagen in Anführungszeichen perfekt zu machen. Also Ultimate plus 5, Element plus 10, A-Karten, also in Anführungszeichen perfekt alles, was nicht die Rolls betrifft. Genau. Und das quasi zu machen. Aber wie gesagt, jetzt A-Karten zu kaufen wäre irgendwie saudämlich. Dann müsste ich die ganzen B-Karten wieder rausmachen. Gut, die B-Karten sind nicht ansatzweise so teuer wie die A-Karten. Aber trotzdem ist das unverhältnismäßig viel Geld für quasi keinen Damage-Boost. Also 9% ist nicht ohne, aber für aktuell, ich glaube, eine kostet über 400 Mio oder 400 Mio. Das wären quasi 3,6 Milliarden, die ich auch schlichtweg einfach nicht habe. Und deswegen werde ich es jetzt wahrscheinlich einfach so machen. Wenn ich Fragmente farme, tausche ich die Karten aus und das war's. Das heißt, wie viele A-Karten da reinkommen, hängt einfach davon ab, wie viele Dungeons ich farmen werde. Es werden ziemlich sicher nicht 10 werden, weil ich safe keine 500 Runs machen werde. Bei aktuell 3 bis maximal 5 Runs am Tag bräuchte ich dafür noch ein paar Monate. Und, naja, wer weiß. Aber, ja, eher unwahrscheinlich. Und was die Base Rolls angeht, ist es auch so eine Sache, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal drüber geredet. Ist es halt einfach so, hatte ich auch ursprünglich den Plan, als ich das Jojo neu hatte, tatsächlich zu rerollen. Das Problem ist aber, dass meine Rolls doch ziemlich gut sind. Also Crit-Rate ist vollkommen irrelevant. Da könnte auch der Minimalwert drinstehen. Spielt keine Rolle. Ich habe 134,9. Das Jojo gibt mir 28,9. Das heißt, das Jojo könnte 0% Crit-Rate geben. Gut, das wäre fürs PvE-Set natürlich nicht gut. Ich trage natürlich gerade nicht das PvE-Set. Aber grundsätzlich, ja, ist es eigentlich relativ egal, wie viel Crit-Rate das Jojo gibt. Spielt fast keine Rolle. Ich sage nur so, bei 18% könnte es mit dem PvE-Set vielleicht Schwierigkeiten geben, aber es spielt nahezu keine Rolle. Das heißt, das ist schon mal egal. Blutungswahrscheinlichkeit ist auch egal, ist aber lustigerweise sogar der Max-Slot. Crit-Rate ist auch fast der Max-Slot, by the way. Nur 0,6% daneben. Blutung ist literally der Max-Slot. STR ist der zweitbeste. Und gut, das sind die unwichtigen Werte, aber selbst der wichtigste Wert ist bei 70,4 von 75,7.
Und es sind zwar 5,3%. Und ja, wenn man jetzt sagen würde, naja gut, aber was ist der Sinn von dem goldenen Jojo? Wenn du dann, ich weiß gar nicht, was das normale Sagas Crystal Jojo hat, aber unter 70, glaube ich. Können wir mal schnell nachschauen, bevor ich hier mit Halbwissen wieder prahle. Lusaka, ist es mit S oder mit Z? Es mit S und es hat, naja, 67. Naja, das ist schon 3,4% besser. Ja, zugegebenermaßen, das ist nicht sehr viel. Wobei 4 STR ist auch besser. Also es sind 3,4% Crit Damage und 4 STR. Aber das ist gar nicht das Problem, oder das ist gar nicht der Punkt. Das Problem ist einfach, dass Rerollen so unfassbar teuer ist. Und jetzt schaut euch mal an. Ich habe zwar in Anführungszeichen nur 70,4 von 75,7. Aber du kannst 57, alles. 58, alles. Und so weiter und so fort bekommen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du dich verschlechterst, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit, dass du dich verbesserst, die sind so gegen mich. Und ich habe einfach das Geld nicht, um das zu machen. Ich könnte jetzt 10 Rolls kaufen, was das Einzige wäre, was ich halbwegs realistisch finanzieren kann, über einen überschaubaren Zeitraum. Und mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit werde ich mit diesen 10 Rolls keinen besseren Crit Damage hitten. Und das ist einfach so. Und selbst wenn es besser ist, es kann 70,5 sein, 71,3, selbst 72,5 oder so, ist ja auch kaum eine Verbesserung. Also ich meine, wenn man jetzt wirklich rerollen würde, dann würde man ja so nah wie möglich an diese 75,7 rankommen. Und das heißt, je weiter du entfernt von den 75,7 bist, desto sinnloser war das Ganze. Weil wenn du jetzt 10 Mal rerollst und du schaffst es tatsächlich, obwohl es relativ unwahrscheinlich ist, dich zu verbessern, also vorausgesetzt, alles hat die gleiche Chance, das weiß ich gar nicht, aber ich glaube, das weiß niemand, was genau die Chancen davon sind. Habe ich zumindest noch nie irgendwie gesehen oder gehört, dass jemand die Chancen davon weiß. Mal angenommen, alles hat die gleiche Chance, ist es einfach ziemlich unwahrscheinlich. Das heißt, ich könnte im schlimmsten Fall sogar 100 Mal rerollen für literally 100.000 F-Coin und im schlimmsten Fall keine Verbesserung erzielen. Und das ist schon ein ziemlich hohes Risiko. Und wie gesagt, dann kommt halt noch dazu, Bluetooth-Wahrscheinlichkeit maximal ist irrelevant, ich weiß. 34 von 35 STR ist nahezu irrelevant, ich weiß. Aber es ist einfach ein ziemlich gutes Jojo. Und ich habe aktuell einfach nicht die finanziellen Mittel, da irgendwas Großes zu rerollen. Und ich denke, die meisten Leute in meiner Position würden da nicht viel rerollen. Bei den Base-Stats. Was die Bonus-Stats angeht, das ist tatsächlich schon ein bisschen was anderes. Achso, stimmt, die Base-Rolls kosten nur 300 F-Coin, by the way. Aber ihr versteht, was ich meine. Es ging jetzt nicht um die 100.000 F-Coin oder dass es die 1000 F-Coin kosten, 300 F-Coin, whatever. Darum ging es jetzt gar nicht. Alles ist gleich. Ich habe jetzt gerade die Preise von den beiden Scrolls leider verwechselt. My bad. Jedenfalls bei den Bonus-Scrolls ist es auf jeden Fall so, da kann man tatsächlich mehr rausholen, weil ich habe hier den Mindestslot von Angriffskraft und 1,2 Lebensentzug. Hierzu muss ich sagen, oh, der Violet ist da, den schnappe ich mir nochmal schnell. Hierzu muss ich sagen, obwohl viele Leute gesagt haben, ja, Lebensentzug als Jester braucht man nicht, weil man hat ja Enchant Absorb und so, kann ich nicht so ganz zustimmen. Also ich finde, in vielen Situationen ist der Lebensentzug doch echt nice. Beispielsweise in theoretisch Cursed Dungeons, wenn du leveln würdest, in Cursed Envy. Genau das gleiche in jedem Cursed Dungeon, wenn du von Monstern angegriffen wirst und so und einfach mal kurz 1v1 oder so, ist der Lebensentzug extrem hilfreich, weil Enchant Absorb prockt halt leider nicht bei jedem Attack. Und Lebensentzug prockt bei jedem Attack. Das ist halt ein entscheidender Unterschied für mich persönlich. Und auch bei Kriton, bei Bossmonstern ist es auch so. Enchant Absorb prockt nicht bei jedem Auto-Attack, Lebensentzug prockt sehr wohl bei jedem Auto-Attack. Ja, Lebensentzug halt natürlich viel weniger, aber es ist trotzdem eine konstante Heilung und zusammen ist es eine extrem gute Heilung. Also Lebensentzug plus Enchant Absorb fühlt sich literally an, als würdest du geheilt werden. So schnell heilst du dich wieder voll, vor allem wenn du halt einen ganz guten Damage machst und es ist fast wie ein Heal. Nur Enchant Absorb ist deutlich schlechter, vor allem, weil es ja nicht bei jedem Attack triggert. Das heißt zum Beispiel bei einem Boss oder so, wenn du Pech hast, auch wenn es unwahrscheinlich ist, und Enchant Absorb hittet nach 6, 7 Auto-Attacks immer noch nicht, dann bist du einfach tot. Und selbst wenn es hittet und du ultra low-life warst, bist du niemals full-life, wenn es einmal prockt. Natürlich kannst du auch Glück haben und es prockt 2, 3 Mal direkt hintereinander. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ gut. Aber es ist ein bisschen Gamble, wenn ihr versteht, was ich meine. Also ich verlasse mich dann doch lieber darauf, dass ich mich mit jedem Attack heile und mit jedem x-ten Attack nochmal eine zusätzliche, größere Heilung bekomme. Und das beides kombiniert, wie gesagt, fühlt sich letztendlich an, als würdest du tatsächlich geheilt werden. Das heißt, grundsätzlich sind die Slots okay.
von den Werten her, die passen, die gefallen mir. Das Problem ist einfach nur, dass da die Angriffskraft leider so niedrig ist. Wenn das jetzt 5, 6, 7, 8 wären, würde ich sagen, okay, lohnt sich definitiv nicht zu rerollen. Aber auch hier ist es das Gleiche, auch wenn ich grundsätzlich hier großes Verbesserungspotenzial habe. Weil ich müsste einfach nur Lebensentzug plus Angriffskraft, Crit Damage, PvE-Schaden hitten, einer der 3 Werte. Und es müsste einfach nur nicht das Minimum sein und es wäre schon eine Verbesserung wahrscheinlich. Aber die Kosten sind ja das Problem. Ja, wie gesagt, in dem Fall 100 Mal rerollen. Ich meine, gut, bei den Bonus-Slots ist es ein bisschen besser, weil es gibt nicht so viele Werte, die kommen können. Also bei den Base-Slots ist ja das Problem, es gibt so viele, unfassbar viele Werte. Ich meine, du hast zwar immer Crit-Damage, klar, aber du hast 57, 58, das, was ich vorhin schon gesagt habe. Bei den Bonus-Rolls ist es relativ, sag ich mal, verzeihlich, weil du relativ wenige Rolls hast. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du den Roll bekommst, oder dass den Wert, den du willst, bekommst, ist relativ hoch, vor allem, wenn du immer 2 Werte rerollst. Wenn du eine sehr bestimmte Kombination von Werten willst, ist es natürlich auch ein bisschen blöd, aber das haben wir Damage Dealer tatsächlich als großen Vorteil, wie ich gerade schon gesagt habe. Wir haben Angriffskraft, wir haben Crit Damage und wir haben PvE-Schaden. Natürlich ist PvE-Schaden mit Abstand der beste von den dreien, aber niemand würde jemals einen Max-Slot Angriffskraft und Lebensentzug oder irgendeine Kombination dieser 3 Werte, wenn das wirklich Max-Rolls sind, so gut wie kein Mensch auf diesem Planeten würde das jemals rerollen. Die Leute sagen zwar vielleicht, oh, Angriffskraft ist ja Trash, ich hätte lieber PvE-Schaden und so. Aber jetzt mal realistisch gesehen, bei dem Reroll-Preis von 1000 F-Coin pro Scroll, wie viele Leute, die sowas sagen, würden das dann wirklich auch so machen, wenn es jemals bei ihnen selbst wirklich passieren würde? Ich sag's euch, so gut wie keiner. Weil so ein bisschen dumm schwätzen, mache ich auch gerne, macht jeder gerne, kann man immer, aber wenn man dann selber in der Position ist, ist es dann plötzlich so, naja, das Risiko, die Kosten, das ist schon ziemlich hoch, vielleicht mache ich das doch lieber nicht. Ja, und so ist es halt einfach, also das Jojo ist die perfekte Beschreibung von mit, aber oberes Mittelfeld, also quasi zu gut oder zu teuer, um es zu verbessern. So, das war jetzt ein bisschen zu lange über das Jojo geredet, so lange wollte ich eigentlich gar nicht drüber reden, habe ein bisschen hinreißen lassen. Das heißt, Jojo, Karten austauschen, wenn ich welche bekomme, und das war es eigentlich erstmal. Für mehr wird auf dem FEC einfach nicht mehr passieren. Die Wahrscheinlichkeit, große Drops zu kriegen, viel Geld zu kriegen, sinkt mit jedem Tag, vor allem weil der F-Coin-Kurs permanent steigt und die Preise von Drops, wenn überhaupt, sinken. Ja. Und entsprechend kann man sich darauf nicht wirklich verlassen, dass das passiert. Und selbst wenn es passiert, wird es nicht, also ist es immer noch reines Glücksspiel und werde ich wahrscheinlich eher von Abstand nehmen. Ich werde vermutlich ein bisschen was in dieses Jojo of Fairness, ich finde es gar nicht mehr, hier ist es, investieren. Das ist sogar das, was ich selber gedroppt habe. Das hat ganz solide Base-Stats. Das ist eigentlich genau das gleiche, wie du sagst, Crystal Jojo. Es hat eigentlich die gleichen Base-Stats, mehr oder weniger. Also nicht perfekt, aber ziemlich gut. So gut, dass du es eigentlich nicht wirklich rerollen willst. 9% Wasserbombe und der einzige Grund, ein Jojo auf Fairness zu benutzen, ist Wasserbombe. Der einzige Grund generell für Fairness-Waffen meiner Meinung nach ist Wasserbombe, außer du kannst dir ja die Crystal-Waffe nicht leisten. Aber ansonsten ist literally der einzige Unterschied, ja, Wasserbombe oder keine Wasserbombe. Jedenfalls, die Stats passen. Das ist alles ziemlich im Mittelfeld, lustigerweise bis auf Wasserbombe. Das ist okay. Bei der Crit Damage ist definitiv über dem Mittelfeld, aber ja, passt auf jeden Fall. Und ja, ich werde es wahrscheinlich demnächst mal ein bisschen upgraden. Ich habe hier noch 2 Fire A-Karten, die ich gedroppt habe. Die sind fast nichts wert. Viele haben gesagt, das sind Reroll-Karten. Keine Ahnung, ob das stimmt. Vermutlich schon. Ich habe es gar nicht nachgeschaut, ehrlich gesagt, weil ich sie wahrscheinlich einfach das Jojo ballern werde. Und ich werde dann so ein kleines AOE-Jojo daraus einfach basteln. Ultimate und so, das mache ich vielleicht mal auf Borodeng. Bei Ultimate machen auf Borodeng ist viel günstiger. Erstens habe ich alles sehengebunden parat auf meinen Chars. Das heißt, ich habe es auch gratis. Also komplett gratis. Und hat ja auch keine Eile, wie gesagt, weil ich es so gut wie gar nicht benutze. Allein schon wegen den Elementstones kannst du ja gar nicht das Jojo wechseln. Wenn du einmal einen Feuerstein auf dem Crystal Jojo hast, dann kannst du nicht mehr aufs Jojo of Fairness zurückwechseln. Ist eh so bescheuert. Also der wirkliche Use Case für dieses Jojo bleibt sowieso mal abzuwarten. Aber ich sag mal so, einfach nur die Option eines Hernes-Jojos. Und es ist gerade auch noch so 1500 F-Coins wert. Also komplett irrelevant eigentlich. Ich meine, 1500 F-Coins ist nicht wenig. Aber für eine Hernes-Waffe ist es schon extrem wenig eigentlich. Also die meisten Hernes-Waffen kosten das 10- bis 100-fache davon. Na gut, 100-fach vielleicht nicht, aber sehr viel mehr auf jeden Fall. Von dem her, ja, ist das schon ziemlich cool so, passt.
Und da wird nicht allzu viel Geld reinfließen, aber ein bisschen was schon, also ein bisschen Sockeln und so. Wenn ich wieder Weapon-Bonus-Scrolls habe, werde ich es definitiv auch erbecken. Hoffentlich Jester's Blast drauf machen. Wenn ihr euch fragt, hä, hast du nicht letztens dein Jojo erbeckt? Ja, das war leider das andere. Ich habe mir einen Tag, bevor ich das gedroppt habe, ein Jojo gekauft. Das habe ich dann auch direkt erweckt. Und einen Tag später habe ich dann das bessere Jojo gedroppt und das andere wieder verkauft mit ein bisschen Verlust. Also ziemlich dumme Situation, aber ich meine, woher zum Teufel soll ich wissen, dass ich am nächsten Tag ein Jojo droppe und das Auto auch besser ist und auch 9 Wasserbombe hat, weil ich habe das andere Jojo nur gekauft, weil es 9% Wasserbombe hatte. Das war der einzige Grund, warum ich es gekauft habe. Dann droppe ich am nächsten Tag selber ein Jojo mit 9 Wasserbombe und alle anderen Stats sind besser. Das war echt, das ist mir noch nie passiert, glaube ich. Also solange ich Flash spiele, ist mir das, glaube ich, noch nie passiert. Generell selber Equipment droppen ist sowieso so unfassbar schwierig aufgrund der Drop-Chancen. Und dann droppst du einfach genau das gleiche Item quasi, nur ein bisschen besser. Das war schon echt ziemlich funny. Also das ist extrem unwahrscheinlich, dass das passiert. Ja, aber das ist wie gesagt so die Situation momentan. Also 10% Speedset höchstwahrscheinlich, wenn ich denn mal das Geld dafür habe. Ich meine, wie schon gesagt, da muss eigentlich erstmal ein dicker Drop kommen. Oder die Inflation muss mal wieder stehen für eine Weile, dass man sich halt einfach auch wieder traut, ein bisschen Geld anzusparen. Ansonsten warten auf einen großen Drop, dass man halt auf einen Schlag so viel Geld hat, dass man sich's kaufen kann. Schmuck ist ein Selbstläufer, mehr oder weniger. Also ja, ein bisschen Staub muss ich noch kaufen, aber das ist wirklich jetzt sehr wenig Staub, was ich noch kaufen muss. Das ist ganz, ganz wenig, was da jetzt noch zu kaufen ist. Das heißt, Schmuck ist fast fertig. Das ist natürlich das, wo ich aktiv dran arbeite. Danach dann, wie gesagt, 10% Speedset. Und dann Blessing of the Demons. Blessing of the Demons wahrscheinlich. Blessing of the Demon. Ja, ob ich damit auf FEC starte oder lieber auf Boroding. Also auf Boroding habe ich letztens Blessing of the Demon für 150k gesehen. Selbst wenn du die Inflation durch 3 teilen würdest, und das würde nicht mal stimmen, die Inflation auf Boroding ist zwar krass gestiegen, oder der F-Coin-Kurs, wie auch immer, aber auf Boroding hast du, glaube ich, momentan so einen 180 bis 200er Kurs, meistens so um die 190 rum. Kommt halt auf das Item an. Ich meine, es gibt halt Items, die haben eine höhere Nachfrage und Items, die haben keine so hohe Nachfrage, ne? Kommt halt aufs Item an. Aber so irgendwo in dem Bereich zwischen 180 und 200 bewegen wir uns da. Vor dem FEC waren es so um die 160 tatsächlich, 165 vielleicht. Oder auch, wie gesagt, da kommt es auch drauf an. Aber so um die 160 rum, Pi mal Daumen. Und das heißt, selbst wenn du 400 durch 3 teilen würdest, sagen wir jetzt einfach mal 130, ist tatsächlich zu wenig. Also Boroding hat tatsächlich auch noch mehr. Und die Blessing of the Demon Preise sind aber tatsächlich auf Boroding anscheinend weniger als ein Drittel. Das heißt, selbst bei der krassen Inflation momentan auf dem FEC sind die Blessing of the Demon immer noch wesentlich teurer als auf Boroding. Egal wie du es vergleichst, direkter Penya-Vergleich oder F-Coin-Vergleich oder runterbrechen, whatever. Also deswegen werde ich wahrscheinlich langfristig dann sowieso eher auf. Und außerdem bin ich auch kein großer Fan von Blessing of the Demon, weil das Problem als Damage-Dealer, wenn du dich Crit-Rate brauchst, ist halt, welche Option hast du? Crit-Damage. Und das war's. Das ist einer von 20 Werten. Und ich habe leider schon um die 1000 Blessing of the Demon, ich weiß, das ist nicht allzu viel, aber ich habe leider schon um die 1000 Blessing of the Demon benutzt auf Boroding. Und meine Erfahrungen dort waren leider sehr, sehr, sagen wir, gemischt, aber eher negativ. Es kam eigentlich so gut wie gar nichts dabei raus. Also ich glaube, ich lag sogar unter dem Erwartungswert meistens. Also letztes Mal, als ich knapp 500 Stück benutzt habe, hatte ich, glaube ich, 3-mal Crit Damage gerollt oder so in 500 Rolls. Und das halt nicht 0% war. Und es war ein Trauerspiel. Es war wirklich traurig. Es hat 100 Jahre gedauert. Es hat keinen Spaß gemacht. Es war richtig ass einfach. Also wirklich richtig, richtig ass. Und wenn ich mir das jetzt vorstelle auf FEC, wo ein Blessing of the Demon fast 1 Million Penya wert ist und die Wahrscheinlichkeiten auch nicht besser sind und das Einzige, was ich will, Crit Damage ist, klingt das schon ziemlich ätzend. Wenn du Crit Damage und Crit-Rate brauchst, ist es schon deutlich besser, weil dann hast du eine doppelt so hohe Chance, dass du was bekommst, was du auch tatsächlich brauchst. Aber wenn du wirklich nur Crit Damage willst und sonst gar nichts, dann ist es schon richtig tough. Das ist genau das gleiche wie mit Magiebeschleunigung. Wenn du nur Magiebeschleunigung haben willst, ist es auch ziemlich tough. Und letztendlich sind die meisten Werte halt einfach komplett nutzlos, kompletter Trash. Flat HP, Flat ATK, Flat PvE-Schaden, was soll das überhaupt bedeuten? Plus 24 oder was? Also kompletter Trash. Und ja, deswegen mal schauen. Aber das CS-Set würde ich mir auf jeden Fall holen. Und langfristig wahrscheinlich keine gute Entscheidung, by the way, aber egal. Darüber rege ich mich dann in der Zukunft irgendwann auf.
Aber ja, also das war so der aktuelle Stand, aktuelle Zusammenfassung. Jetzt fängt ja sowieso einer das AOEen an. Eine Sache noch, Pet habe ich überlegt, aber den Gedanken habe ich schon wieder verworfen, weil die Pets immer noch viel zu teuer sind. Und bis die tatsächlich mal sinken, werde ich wahrscheinlich dann auch keine Lust mehr haben, mir noch eins zu kaufen. Weil meins hat zwar leider nur 20%, ist ziemlich mit. Ich habe es aber selber gemacht, wenigstens. Auch selber gererollt und so. Und ich kann es noch auf S verbessern. Wenn ich es auf S verbessere, kriegt es ja auch nochmal einen Wert. Da werde ich auch gucken, dass ich mindestens eine 4 bekomme. Dann hat es 25 und das würde ich sagen, passt eigentlich. Also, ja. Es wird gelöscht am Ende. Also, was will man dafür groß Geld ausgeben eigentlich? Es ist keine gute Idee. Und ja, das war das Update zum Account, zu den Vorhaben, wofür ich gerade Geld brauche und ausgebe. Ach so, ja, und ich habe es jetzt nicht so direkt erwähnt, aber was ich die ganze Zeit schon so ein bisschen angeteasert habe. Also der Grund, warum das halt alles so schwierig ist, egal was du vorhast, ist einfach die Inflation. Ja, braucht man nicht schönreden. Es ist richtig ätzend und ich drop einfach auch nicht wirklich was irgendwas wert ist. Ist auch einfach so, das kennt ihr bestimmt alle von euch selber. Die Drops sind mehr als nur bescheiden. Meistens. Also viele Items sind einfach komplett gar nichts wert. Red Meteor machen die meisten gar nicht mal mehr. Kreton hat legit 3 Items, die was wert sind. Herneswaffen, Shining Orichalcum, Brilliant Amethyst. Wenn du das nicht droppst, hast du gar nichts gedroppt und so weiter. Also es ist wirklich krass momentan. Es gibt eine Handvoll Drops, die was wert sind und alles andere ist quasi wertlos. Also es ist sehr schwierig an Geld zu kommen, wenn man nur farmt. Und ja, damit sage ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, dass wir uns auch im nächsten Live Universe Video wiedersehen. Macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.